Hallo meine lieben Kochfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Räucherschinken-Video. Heute werde ich euch zeigen, wie man diesen tollen Rindersaftschinken macht. Ja, der Rindersaftschinken ist, wie der Name schon sagt, ein sehr saftiger Rinderschinken. Der wird zuerst 3 Tage lang in einer würzigen Pökellacke gepökelt, dann 2 Stunden warm geräuchert, 10 Stunden kalt geräuchert, dann wird er einvakuumiert und im Wasserbad auf den Punkt genau bei 67 Grad gegart. Ja, das hört sich alles nach verdammt viel Arbeit an, ich will es nicht beschönigen, ja, das ist es auch. Das Ganze nimmt insgesamt 7 Tage in Anspruch, du brauchst auch ein besonderes Zubehör, aber ich kann dir sagen, wenn du die Möglichkeit hast, den Schinken so nachzumachen wie ich in dem Video, dann mach es, weil ich kann dir garantieren, so einen Schinkengeschmack, so einen leckeren Rinderschinken kriegst du bei keinem Metzger, das musst du schon selber machen und wie es geht, das zeige ich jetzt in diesem Video. Also schaut zu. Als erstes stellen wir eine 7%ige Pökellacke her. Dazu bringe ich 2 Liter Wasser zum Kochen und nachdem das Wasser aufgekocht ist, gebe ich exakt 151 Gramm Pökelsalz hinzu. Es kommen noch 3 grob gewürfelte Zwiebeln, 6 Knoblauchzehen sowie etwas Lorbeerblatt hinzu. Und dazu noch Gewürze. Ich habe hier 2 Teelöffel weiße Pfefferkörner, 1 Teelöffel Wacholderbeeren und Rosmarin sowie einen halben Teelöffel Gewürznelken. Und als letzte Zutat füge ich noch einen Esslöffel Akazienhonig mit dazu. Und jetzt lasse ich das Ganze bei geschlossenem Deckel etwa 10 Minuten lang köcheln. Dann nehmen wir den Topf vom Herd und lassen den Sud über Nacht abkühlen. Als Basismaterial für den Rindersaftschinken habe ich hier 1,5 Kilo mageres Rindfleisch aus der Keule. Das habe ich etwas pariert, die Silberhaut entfernt und das werden wir jetzt spritzpökeln. Dazu ziehe ich mit der Pökelspritze Pökellacke auf. Steche in das Fleisch hinein und spritze etwas von der Pökellacke in den Kern, so dass die Lacke gleichmäßig in dem Fleisch verteilt ist. Ungefähr bis zur Mitte stechen und beim Rausziehen der Nadel die Pökellacke hineinspritzen. Ausgehend vom Fleischgewicht sollten wir 20% Pökellacke hineinspritzen. Das Fleisch wiegt 1,5 Kilo, das heißt, ich ziehe mit der Pökelspritze etwa 300 Milliliter Lacke auf und spritze sie rundherum hinein.
Dann gieße ich noch die restliche Pökellake auf, verschließe den Behälter und stelle das Fleisch für 2 Tage in den Kühlschrank, damit es durchbökeln kann. Das Fleisch hat jetzt eine Pökelphase von 3 Tagen hinter sich. Ich habe es jetzt nochmal trocken getupft und ich kann euch sagen, die Aromen haben sich wunderbar verteilt. Das duftet jetzt schon total herrlich. Und was ich jetzt machen werde, ist, ich ziehe ein Schinkennetz darüber, bringe das Ganze noch etwas in Form und dann werden wir das Fleisch räuchern. Ja, und jetzt werden wir diesen herrlichen Rindersaftschinken räuchern. Und zwar werde ich ihn erstmal warm räuchern bei ungefähr 80, 90 Grad. Wozu das? Einfach nur, der hat noch viel Feuchte, damit die Oberfläche antrocknet, damit er auch noch eine schöne Kruste kriegt und ein tolles Raucharoma. Und danach werden wir das Ganze nochmal 8 bis 12 Stunden kalt räuchern. Zum Warmräuchern entzünde ich ein kleines Feuer und halte das 2 Stunden lang in Gang, so dass der Rindersaftschinken bei konstanten 80 Grad ungefähr 2 Stunden warm räuchert. Und die Drosselklappe wird geöffnet, damit die Feuchte gut entweichen kann. Und so sieht der Schinken aus, nachdem er 2 Stunden lang warm geräuchert wurde. Ja, wie ihr sehen könnt, die Oberfläche ist schön angetrocknet und das Fleisch ist immer noch butterzart und saftig, so wie es sein soll. Und jetzt werden wir das Fleisch weiter veredeln, indem wir es kalt räuchern. Dazu bereite ich eine Schale mit etwas Räuchermehl vor, verteile dieses und drücke es etwas an. So dass es gut abglimmt. Dann verteile ich etwas Glut in eine Ecke. Und nun kommt der Schinken nochmal in den Räucherschrank, wo er für 8 bis 10 Stunden kalt geräuchert wird. Und so sieht der Schinken aus, nachdem er 10 Stunden kalt geräuchert wurde. Wie ihr seht, er hat eine leicht rote Farbe bekommen und eine Kruste und jetzt wird der Schinken gegart. Ja, dazu habe ich das Fleisch erstmal einvakuumiert und einen großen Bottich mit kaltem Wasser vorbereitet. Da gebe ich jetzt das Fleisch hinein und das wird jetzt gebrüht.
Ja, das ist ganz wichtig. Das Fleisch wird gebrüht und nicht gekocht. Und dazu nutze ich hier so einen sogenannten Sous-Vide-Stick. Der Sous-Vide-Stick, der erhitzt das Wasser auf die eingestellte Temperatur und hält es konstant. Für den Rindersaftschinken brauchen wir eine exakte Wassertemperatur von 67 Grad und das Ganze wird dann 3 Stunden lang gebrüht, bis der Rindersaftschinken im Kern eine Temperatur zwischen 64 und 67 Grad erreicht hat. Das ist optimal. Alles, was darüber hinausgeht, ist nicht gut, dann wird der zu trocken. Ja, so ein Sous-Vide-Stick ist schon eine sehr praktische Sache zum Niedergaren von Fleisch und auch Gemüse. Der hat eine Heizspirale und auch so einen kleinen Propeller. Das heißt, er erhitzt nicht nur das Wasser auf die gewünschte Temperatur, sondern erzeugt auch gleichzeitig einen Wirbel, sodass du ein schönes, gleichmäßiges Garergebnis hast. Auf den Punkt genau gegart. In diesem Fall 67 Grad, 3 Stunden und dann hast du einen butterzarten, saftigen Rindersaftschinken gezaubert. Ja, jetzt ist die gewünschte Wassertemperatur von 67 Grad erreicht und was ich noch dazu sagen möchte, vakuumiert das Fleisch gut ein. Wenn ihr keinen Vakuumierer habt, dann könnt ihr das auch in einen Beutel packen, aber achtet darauf, dass der luftdicht verschlossen ist, weil sonst schwimmt das Fleisch nachher oben. Das wäre gar nicht gut, das muss immer unter Wasser bleiben und bei Bedarf füllt ihr einfach nochmal zwischendurch etwas Wasser nach. Und ja, jetzt lassen wir das Ganze schonend 3 Stunden lang garen bei 67 Grad, wie gesagt. Und ja, und dann ist dieser herrliche Rindersaftschinken fast schon fertig. Ja Leute, nach 3 Stunden ist der Schinken jetzt vollständig durchgegart und ihr glaubt gar nicht, wie gerne ich das jetzt essen werde. Aber ich muss mich noch ein bisschen gedulden, weil der ist noch nicht fertig, er ist noch nicht am Ende. Und zwar braucht der Schinken jetzt noch mal eine Ruhephase von 2 Tagen. Ich lasse ihn jetzt abkühlen, dann stelle ich ihn in den Kühlschrank, damit er sich weiter aromatisieren kann, damit sich der Fleischsaft zurückzieht. Ist auch wichtig für die Konsistenz und deswegen gönnen wir diesem Schinken noch mal 2 Tage Pause und dann werden wir ihn anschneiden und dann werdet ihr sehen, was das für ein leckeres Fleisch ist. Ja Leute, schaut euch das mal an, was das für ein wunderbarer Schinken geworden ist. Sehr zart und saftig, er hat ein mildes Raucharoma, einen ausgewogenen Salzgehalt und sehr angenehm im Nachgang. Und ich kann euch sagen, der hat ein Aroma, wow, das macht richtig Spaß, das zu essen.
Ja, meine lieben Kochfreunde, jetzt habt ihr gesehen, wie man einen erstklassigen Schinken macht. Dann probiert dieses Rezept für Rindersaftschinken aus. Ich garantiere euch, ihr werdet es lieben. Auf den ersten Blick sieht das alles ein bisschen kompliziert aus. Manch einer wird denken, Zahnriemen beim Auto zu wechseln sei einfacher. Mitnichten. Jetzt habt ihr gesehen, wie es geht. Und ich kann euch sagen, es lohnt sich, weil, wie gesagt, so einen tollen Geschmack, den kriegst du nicht beim Metzger um die Ecke. Und ja, ansonsten, wenn ihr euch für Schinken machen, Räuchern interessiert, abonniert den Kanal. Ich habe noch viel mehr Videos drauf. Bis zum nächsten Mal, Leute. Euer Matti.